Hallo, willkommen beim 1000 Becker Report. Heute mit dem Thema Goldaktien und der Siebenjahreszyklus. Disclaimer. Goldaktien und der Siebenjahreszyklus. Jedes Mal, wenn Gold sein Siebenjahrestief erreichte, begann ein neuer Bullenmarkt für Gold und Goldaktien. Aber Goldaktien stiegen stets schneller auf ihr Alltime-Hoch als Gold. Gold hatte im letzten Jahr zwischen September und Dezember sein Zyklustief erreicht und stieg seitdem wieder um ca. $300. Als nächstes wird Gold sein Alltime-High übertreffen und in den kommenden Monaten Richtung 2400, in den kommenden Jahren darüber hinaussteigen, bis es sein finales Alltime-Hoch von $10.000 erreichen könnte. Goldaktien wären bereits auf dem Weg Richtung 3000 Gold sehr sicher in die Mania-Phase eintreten und gigantische Kurse erreichen. Viele Penny-Gold-Aktien werden im Dollar- und Mehr-Dollar-Bereich steigen, so wie das in Bullenphasen immer getan haben. 1970 bis 1980, 1990er Jahre, 2000er Jahre, von 2008 bis 2011. Es war also in den letzten 5 Jahrzehnten fast immer nur ein Bullenmarkt pro Jahrzehnt gewesen, an dem man mit Junior-Goldaktien richtig reich werden konnte. Nach einer solchen Phase sollte man Goldaktien strikt meiden und erst wieder einsteigen, wenn sie wieder stark unterbewertet und nicht beachtet werden, wie es aktuell immer noch der Fall ist. Ja, also das ist eine interessante Beobachtung. Alle 7 Jahre wird sozusagen ein neues Tief erreicht. Hier sehen Sie im Bild einen Ausschnitt, die beiden Tiefs sozusagen, die Sie jetzt hier ablesen können. Und das bedeutet eben, dass es im Prinzip sozusagen von jetzt auf mit dem Goldpreis aufwärts geht sozusagen. Und in den anderen Goldaktien-Mania-Phasen war es immer so, dass die Goldaktien am Anfang dieser Phase stark gestiegen ist, wie wir es ja eben doch teilweise zum Beispiel 2016 erleben haben oder Anfang der 2000er Jahre oder dann 2008, 2009. Eine ähnliche Situation dürfte es jetzt wieder kommen und in dieser Phase steigen überproportional die Junior-Goldaktien und die Explorationsaktien. Ich denke, wir haben im Prinzip damit einen langjährigen Bullenmarkt jetzt hier frei und es gibt meiner Meinung nach kaum Gründe für Rückschläge. Ich denke mal, es geht jetzt langsam aufwärts. Gold 2000 wird dauerhaft etabliert werden. Und dann wird Richtung Gold 2400 anvisiert. Silber wissen Sie ja vielleicht bis Ende Sommer, Anfang Herbst bis 35 und dann vielleicht in einem weiteren Schub darüber hinaus, wo dann auch das Alltime-Hoch erreicht werden könnte. Das alles ist dann ein absolut exzellentes Umfeld für Goldaktien. Ja, hier nochmal ein Goldprojektgenerator aus Ontario. Absolute hohe Risikokasse, Gamble nenne ich das ja, also Glücksspiel im gewissen Sinne. Keineswegs irgendeine Form von Kaufempfehlung, einfach nur eine Information, was wir derzeit hier beobachten. Ja, also die haben 4600 Hektar, wie gesagt, in Ontario. Und haben eine historische Ressource von 144.000 Unzen, allerdings sehr hochgradiges Gold und auch noch 501.000 abgeleitet, also circa 650.000 Unzen und das bei einer Marktkapitalisierung von unter 4 Millionen. Das Interessante ist, sie sind an der erfolgreichen Goldmine Goldshore Resources nah dran, auch nicht weiter als Great Resources. Das ist einfach ein verdammt interessantes Gebiet. Und Sie sehen ja, was passieren kann, wenn die Euphorie diesen Markt erfasst. Sie haben es eben 2020 gesehen, wo es dann einfach mal so vom aktuellen Bewertungsniveau einfach mal um das Zehnfache in äußerst kurzer Zeit gestiegen ist. Und das hat die Aktie auch in der Vergangenheit gemacht und es ist natürlich möglich, dass es beim nächsten Goldboom genauso sich verhält. Wir hoffen natürlich, dass es dann drüber hinausgeht, dann auch den 1-Dollar-Bereich schafft und auch hoffentlich dann von Armania in den Mehrdollar bei hochgerissen werden. Das ist reine Spekulation. Ich wollte Ihnen nur zeigen, wenn der Markt, die Stimmung sich dreht, wie schnell Goldaktien reagieren können. Also meiner Meinung nach zumindest mal zum Anschauen ganz interessant. Wie gesagt, keine Kaufempfehlung, aber dieser Typus von Aktien sind natürlich
wenn da nichts weiter schief geht, sind natürlich die theoretisch, dieser Typus, das sind die theoretisch großen Gewinner, mit denen das ganz große Geld gemacht werden kann. Aber wir haben eben auch eben das große Risiko in dieser Klasse von Aktien. Das darf man nicht vergessen. Das Risiko ist natürlich in einem wirklichen Goldbullmarkt absolut relativ und nicht da. Aber Goldbullenmärkte, das hatten wir ja versucht zu veranschaulichen, gibt es maximal alle 10 Jahre, also nachhaltige Goldaktienbullenmärkte. Und wir müssen jetzt schon mit dem Timing jetzt tatsächlich richtig liegen, dass jetzt ein Goldaktienmarkt vorsteht. Aber im Grunde genommen, die Charts haben es ja am Anfang beschrieben, dass sowas eigentlich tatsächlich bevorsteht. Und das könnte dann die Chance für solche derartigen Aktien sein. Ja, nochmal ganz kurz. Also Goldstand könnte analog der 1970er Jahre von 2000 auf 8.500 Dollar steigen, weil in den 70er Jahren ist genau das passiert. Da stieg dann Gold, wie Sie am linken grünen Pfeil sehen, einfach innerhalb von einem Jahr von 200 Dollar auf 850. Das könnte jetzt mehr oder weniger von 2000 auf 8.500 passieren. Sowas gibt es natürlich nicht mit Vorhersage. Ich sage nur könnte. Es gibt eben auch viele Eingriffsmöglichkeiten, dass es in irgendeiner Form verhindert wird, wie auch immer. Nichtsdestoweniger glauben wir, zumindest wie am Anfang gesagt, dass zumindest Gold relativ bald bei 2400 ist und Silber dann auch über 50 Dollar sein kann. Und das wäre vollkommen ausreichend für die Gold- und Silberaktien, die immer noch absolut tief bewertet sind, dann von Pennies im Dollarbereich oder mehr zu gehen. Und das ist die ganz große Chance meines Erachtens. Und die gibt es eben wirklich nur an der Anfangsphase dieser Bullmärkte. Die sind quasi immer noch absolut tot, diese Goldaktien. Das heißt, sie sind fast nichts bewertet und sie werden im Prinzip durch den Bullenmarkt, der rumort sozusagen, zum Leben erweckt. Das heißt, diesen Bewertungsaufschlag kriegen wir nur in der Anfangsphase, nicht wenn der Bullenmarkt dann schon läuft. Deswegen sind potenzielle Gewinne in der Frühphase zu haben, also exorbitante. Ja, welche Ereignisse liegen vor uns? Man kann das Ganze in Ereignissen aufwachen. Wir denken eben, wir sehen eben 2400 Gold, 50 Dollar Silber. Das ist damals 2010 innerhalb von 8 Monaten an das stattgefunden. Und das hat dann auch zu einer enormen Goldaktienrallye geführt. Und Sie sehen ja auch hier, wie dann Goldaktien reagieren können. Zum Beispiel, die steigt dann von 2 Cent und einmal auf 36 Cent. Und auf ähnliche Bewegung hoffen wir jetzt auch. Und deswegen ist das so eine außerordentlich interessante Situation. Nichtsdestoweniger, dieser Kaminanstieg dann kommen sollte, ist natürlich in der Anfangsphase, wird es den noch einige Zeit geben, aber eigentlich sind solche Kaminanstiege immer ein Signal für einen Ausstieg. Aber da hat es eben auch da 8 Monate gedauert, bevor man aussteigen musste, sozusagen. Ja, also Goldaktien den halt extrem unterbewertet. Eben auch generell hier auf der rechten Seite das Goldaktien-Gold-Ratio ist absolut am Boden. Sie sehen, das hat einen Boden gefunden, könnte mit einer großen Entladung, wie sie im grünen Pfeil ist, zurückschnappen und zum Medium zumindest gehen. Das ist eine ungeheure Goldaktien-Rallye. Und auch generell, diese Union-Explorationsaktien sind zu den normalen Aktien enorm bewertet. Das ist dieses Gap. Und weil wir uns natürlich auf diese Gruppe hauptsächlich fokussieren, haben wir sozusagen zwei doppelte Aufschläge und zwei doppelte Unterbewertungen, die sich im Minensektor entladen können. Und das ist natürlich gefühlt eine Jahrhundertchance. Muss man abwarten, ob es dann auch tatsächlich so kommt. Ja, Ereignis 2, Ereignis 3, nur mal ganz kurz angerissen. Das ist im Grunde genommen, wenn die Goldaktien zu hoch steigen, ist das irgendwie auch ein Indikator, dass Stress im System ist. Es kann dann nur irgendwas Komisches passieren. Vielleicht nochmal ein gigantischer Börsencrash oder möglicherweise Verstaatlichungsprogramme der minenproduzierenden Länder. Man muss vorsichtig sein. Das meinen wir mit dem Abschluss der Phase 1 ist eben das Goldaktien, muss man dann raus sein. Und dann ist es meines Erachtens eher ratsam, in physischen Gold- und Silber außerhalb des Bankensystems sich das mal anschauen, bis dieser ganze Kladderadatsch zu Ende ist. Das natürlich mit der Motivation, dass wir ungeheurer günstige Assets billig kaufen kann, wie irgendwelche kleinen Firmen vielleicht, Tophäuser und Top-Aktien und Top-Aktienfonds, aber zu absolut Ausverkaufspreisen, wie auch 1980, wie sie an dieser
Dow-Ratio gesehen. Das 1980 wäre nämlich der ideale Verkaufspunkt für Gold gewesen. Und hätte man dann zum Beispiel in Berkshire Hathaway oder sonst was so investiert oder andere Fonds oder andere Standardaktien, hätte man 20, eigentlich bis heute jetzt im Fall von Berkshire Hathaway, steigende Kurse gesehen. So leicht kann investieren sein, eigentlich mit 2 Klicks, und man hat eigentlich für sein ganzes Leben ausgesorgt. Das finde ich ist einfach eine unglaublich. Also 1980 hat es funktioniert, diesmal ganz klar wird es nicht so leicht sein. Wir müssen da so ein paar Schutzmechanismen halt einbauen. Ja, das meine ich im Prinzip auch, Multiplikation dieser Ereignisse. Also, weil die Verzerrungen so stark sind, können wir eigentlich nicht linear und herkömmlich mehr investieren. Das reißt uns eigentlich unsere bestehenden Anlagen kaputt. Die Bewertung der Immobilien wird vernichtet. Sie kennen ja die Aussage, dass am Ende bis 1980 von Mike Maloney ein Haus auf 500 Unzen fallen kann. Die Gold-Dow-Jones-Ratio habe ich Ihnen gegeben. Auch das ist ein 90-prozentiger Wertverlust gegenüber Gold zu befürchten. Und bis dahin sollte man sich eigentlich noch nicht mit dem Umstieg beschäftigen. Bis dahin muss man versuchen, Inflationsgewinne, also sprich durch die Generierung von Gold und Silber zu sein, eine Überbetreibung vielleicht mitnehmen und dann Step by Step in die nächste Assetklasse, Aktien oder Immobilien oder was auch immer, dann wieder einsteigen. Und das meinen wir damit. Also nicht Opfer von diesen Ereignissen werden, sondern sie zu sagen, multiplizieren, reiten. Zumindest versuchen. Ich sage nicht, dass es leicht ist, vielleicht ist es auch unmöglich, vielleicht kommt es auch ganz anders, aber ich sage nur, rückblickend auf die 1980er Jahre wäre das eine gute Entscheidung gewesen, und vielleicht kommt es in der einen oder anderen Art ähnlich. Das würde halt bedeuten, jede 200 Euro, die wir jetzt in Goldaktien investieren, und wenn wir diese Ereignisketten, dann Gold oder Silber und dann reinvestieren in Aktien oder sonst was, würde aus dieser Perspektive langfristig 1 Million bringen. Und ich finde, diese potenzielle Rendite von einer Philosophie, die im Prinzip schon mal geklappt hat, kann man das vielleicht trotzdem anversieren und versuchen dementsprechend zu machen. Ja, also wie gesagt, ich finde das äußerst interessant, weil die gegenwärtige Diskussion, Rente, die Staatsklasse ist knapp, ja, das ist das generiert jetzt sozusagen das Ereignis. Und wir dürfen einfach davon nicht Opfer werden. Wir müssen alles tun, um da finanziell als Gewinner rauszukommen, was natürlich für die Masse überhaupt nicht gesagt werden kann. Die ahnen nichts. Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich vermute mal, nächstes Jahr wird die Masse der Leute in den westlichen Staaten nicht mehr von ihren Gehältern etc. leben können. Also die Preise steigen so stark gleichzeitig. Also wir haben Inflation auf der einen Seite und Deflation und zunehmende Arbeitslosigkeit oder solche Sachen auf der anderen Seite. Es wird äußerst schwer, und da kann eben Goldaktien und diese Philosophie helfen, über die Runden zu kommen und möglicherweise sogar zu profitieren. Also jedenfalls sind das so meine Gedanken zu dem Thema. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen eben diese Aktien zu identifizieren, nach hohen und moderaten Risiken zu ordnen, den Potenzialfaktor zu errechnen. Eine Exit-Strategie haben wir eben entwickelt auch. Ja, Einlagen von Gold und Silber. Unternehmen, das kann zu jeder Zeit in Gold und Silber einfach eine Überweisung schon. Das ist im Zollfreilager in der Schweiz eingelagert. Genauso leicht ist der Verkauf. Sicherlich auch mal interessant anzusehen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn es gefallen hat. Vielleicht ein Like auch geben. Das würde dem Algorithmus unterstützen. Also nochmal besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.